Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video. Wir sind hier nicht in Mannheim, sondern diesmal in Karlsruhe. Das erste Mal für mich und ich bin nicht alleine, denn neben mir steht der Alex. Alex, ich grüße dich, Mensch. Hi. Alles gut bei dir? Alles bestens, danke. Ihr fragt euch jetzt sicher, hä, was geht jetzt ab? Und zwar ganz ehrlich, Leute, wir sind jetzt gerade 10 Kilometer vom Hauptbahnhof, wir fahren hierher und unser Herz pocht. Ich glaube, wenn man das jetzt messen würde, könnte man sagen, wir sind reif für die Klapse. So viel Adrenalin haben wir jetzt, oder Alex? Alex wird jetzt eine absolute Premiere sein Model X Plaid bekommen. Bist du aufgeregt? Ja, brutal. Oder brutal. Ich sappere schon, das ist einfach zu heftig. Wir nehmen euch komplett mit. Ich kann euch schon sagen, es wird nicht ein Review wie jetzt Länge, Breite, Höhe vom Fahrzeug, sondern es wird eher ein Review, dass wir sagen, okay, wir gucken uns die Details an. Was war in den alten Model X schlecht? Was hat Tesla jetzt verbessert? Wie sieht es aus mit den hinteren Bildschirmen? Wie sieht es aus auch mit der AC-Leistung? Ist die jetzt 11 kW? Ist die 16,5 oder gar 22 kW? Oder Alex, das sind wichtige Punkte. Das ist interessant, auf jeden Fall. Genau, die interessieren uns und das werden wir jetzt auf jeden Fall zeigen. Alex ist nicht fremd von Tesla. Du hattest vorher schon mal 2 Model X. Genau, 2 Stück, ja. Jetzt hast du noch Model Y reingeholt, war? Gehabt über die Übergangszeit, ja, richtig. Genau, und jetzt kommt noch ein Blatt dazu, war? So ist es. Also ich glaube, das wird ein krankes Video. Ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt hier sein darf. Ohne Mist, Leute, es ist Gold wert. Ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. Wir haben es jetzt um 14 Uhr, haben eigentlich die Abholung erst um 15 Uhr, war? Genau, ja. Aber wir haben gerade mit den Jungs da drinnen gesprochen und die haben gesagt, hier Leute, kein Problem, entspannt uns, gebt uns 10 Minuten und dann können wir das Plaid-Modell schon vorher abholen. Wundert euch nicht, wenn wir immer Plaid sagen. Ich war ja früher in den USA im Mai jetzt diesen Jahres und die Amis, da durfte ich schon mal in eine Plaid drinnen sitzen und die Amis haben alle gesagt, das heißt nicht Blade, André, sondern das heißt Plaid. So ist die Aussprache, klingt ein bisschen komisch, aber nur als kleine Randnotiz für euch. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal rein. Da ist nämlich Karlsruher Headquarter und dann schauen wir uns mal um, was jetzt Massenphase ist. Ein paar Sekunden später. Ihr Lieben, wir haben gerade einen zweitägigen Versatz drin, seit wir in Karlsruhe waren bei der Abholung. Das Plaid-Modell steht jetzt hier mit Winterreifen. Alex, du hast dich schon gekümmert, dass auch alles passt. Wir haben dann nämlich in der Abholung gemerkt, okay, alles bewundert. Die Karlsruher Leute haben sich richtig Mühe gegeben und dann gucken wir auf die Uhr, gucken raus und es war schon dunkel. Und dann konnte ich natürlich nichts mehr drehen. Deswegen haben wir ganz entspannt gesagt, ich nehme ein Hotel hier, haben jetzt Samstag gefilmt und wir müssen euch was gestehen. Normalerweise ist der Ablauf bei mir so, ich drehe das Intro und dann die restlichen Blöcke vom Video. Wir haben es diesmal komplett andersrum gemacht. Das bedeutet, wir sind gerade auf der Autobahn schon gewesen. Wir haben das Yoke gerade schon getestet und ich zittere gerade noch. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber das auf der Autobahn ist nicht mehr menschlich. Das war absolut unnormal. Wie geht's dir? Mir ist doch immer schlecht. Dir ist immer noch schlecht, war? Ich hab's noch immer hier am Magen irgendwie. Es ist echt das ist nicht normal. Also die Beschleunigung ist echt krank. Das ist nicht mehr jenseits von Gut und Böse. Das sage ich jetzt zu Beginn direkt. Bei BMW ist es so, bei Mercedes ist es so, dass man teilweise Fahrsicherheitstrainings machen muss, wenn man die Karre entsperren will. War. Ja, du hast selber ein GE AMG gehabt und so. Richtig. Wenn du statt 250, 280 fahren willst, musst du erst was vorweisen. Bei Tesla kriegst du ein Auto hingestellt, über 1000 PS, ohne irgendeine Lizenz, sonst was. Das ist gefährlich. Es ist gefährlich, brandgefährlich, muss ich echt so sagen. Ja. Wenn das in die falschen Hände geht, ist das eine Waffe, die... Ich meine, jedes Auto kann eine Waffe sein, aber das hier ist nochmal speziell. Das seht ihr nachher auch in den Sequenzen, wenn wir auf der Autobahn waren. So, jetzt ist aber erst noch der erste Punkt. Was machen wir jetzt? Wir zeigen euch jetzt das Fahrzeug. Wir sprechen mal über die Mängel, die wir bei der Auslieferung festgestellt haben. Und der erste Blick, den wir hatten, der ging nach hinten. Warum ging der nach hinten? Nämlich an den Display vom Beifahrerseite. Können wir mal gucken, wir müssen auf die andere Seite. Nicht da, weil, das zeigen wir euch gleich, warum wir da die Tür nicht öffnen müssen. Wenn ihr jetzt mal hinten seid, waren wir die Ersten, die erstmal hinten reingesprungen sind und haben uns den Display hinten angeschaut. Der muss nämlich randlos sein. Der alte Display, blende ich euch gerade ein Bild ein, hat noch einen fetten Rand und der neue ist komplett vollflächig, kann man sagen. Das ist ein bisschen heftig, was Tesla da eigentlich abzieht, muss man fairerweise sagen. Ja. Ich war im Mai in den USA, da kamen die Plaid-Modelle gerade raus. Und da müsst ihr euch vorstellen, die Amis, die gerade jetzt ein Plaid gekauft haben, das Ding ist veraltet. Das ist jetzt schon veraltet.
die Kiste, die du jetzt hast im Prinzip, hat einen großen hinteren Display drin. Ja. Die hat außerdem mehr RAM. Arbeitsspeicher jetzt verbaut, dass du auch Steam spielen kannst und so. Okay. Also da gab es jetzt schon, kann man sagen, wieder eine Erneuerung. Und jetzt stell dir vor, du hast 150.000 Scheine bezahlt oder 140.000 Scheine. Richtig. Und jetzt ist die Karre schon alt. Ja. Das musst du überlegen. Das ist ein kranker Gedanke, wa? Richtig, ja. Deswegen, also ich glaube, bei den Amis ist gerade ein bisschen Unmut unterwegs, muss man echt so sagen. Und Alex hat gerade die glorreiche Idee gehabt, die ich sehr gut finde, dass ich mal zeige, wie der Bildschirm aussieht mit YouTube drin. Wenn ihr euch das mal anguckt, das ist ein voller Screen, wa? Also selbst ich jetzt hier hinten habe das Gefühl, das reicht dicke aus. Das reicht vollkommen aus, um jetzt auch, wenn ihr Kids habt, die zu bespaßen, dass hinten was läuft. Mit dem neuen Holiday Update könnt ihr im Prinzip auch sogar von vorne den hinteren Bildschirm steuern. Nicht, dass euch die Kinder dann hinten um alles verstellen. Also das sollte dann möglich sein. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn einer einen hat, ob das jetzt so ist. Und die Bildqualität ist sensationell, oder? Was sagt ihr, Leute? Die Pressefahrzeuge, die wir in Deutschland ja hatten, wo ich mich ein bisschen drüber aufgeregt hatte, die waren im Prinzip veraltet. Warum? Die hatten ja hinten schon diesen altbacken-Screen im Prinzip. Aber wenn wir jetzt hier mal die Haptik einfach angucken, wie schnell das System auch reagiert. Wenn ich jetzt in YouTube reinspringe, zack, dann mache ich hier Terror, zack, zack, zack. Also das ist schon echt Endlevel, wirklich Endlevel. Jetzt habe ich irgendwas angeklickt. Das geht schon richtig ab und ich glaube, das werden viele auch nutzen, gerade wenn sie Familie haben. Das ist ein tolles Feature. So, und wenn wir gerade jetzt schon hin sind, bleibe ich auch hier hinten. Ihr könnt hier ganz entspannt die Getränkehalter rausfahren und dann nehmt ihr hier ein bisschen Gatorade. Das hatte ich damals so beim Football genommen zum Trinken und könnt es da reinstellen. Haben eure Kitties auch noch was zum Trinken. Ganz entspannte Sache und könnt ihr auch wieder reinfahren und habt schön hier noch trotzdem Luft. So, wir machen jetzt hier nochmal zu, denn das Video soll ja kein Review-Video werden, in dem ich euch sage, Länge, Breite mal Höhe, sondern das soll eher ein Video werden, wo wir Erfahrungen teilen und vor allem, wo wir auch die Probleme mal ansprechen, die wir jetzt leider hatten. Ja. Da fangen wir doch mal an. Wir haben das Fahrzeug jetzt am Donnerstag entgegengenommen. Sag doch mal bitte, was die Mängel waren am Fahrzeug. Also ich hatte jetzt nur 2 Mängel mehr oder weniger. Das war einmal hier oben die lackierte Leiste letztendlich. Die haben halt leichte Kratzer. Ja. Die sieht man hier eben stark, aber dann wird halt komplett das Fenster getauscht, aber das wollte ich jetzt erstmal nicht gleich gemacht haben. Das ist mit Sicherheit beim Polieren passiert, hä? Genau, es ist registriert letztendlich und falls es mich mal nervt, dann wird es halt gewechselt. Ja. Und das andere war halt an der Felgendor, das da oben, das sieht man auch, dass es einfach hinten zu weit nach unten geklappt ist. Oh, ja, hier, war? Muss man halt einstellen, weil die Gummis verzieht es dann halt auch. Ja. Und die können dann irgendwann mal einreißen. Und es sieht dann natürlich optisch nicht schön aus. Das stimmt, das haben die Jungs auch aufgenommen von Karlsruhe, die sind ja, das ist halt, auf der anderen Seite muss man fairerweise sagen, das Ding kostet jetzt aktuell 140.000 oder so, war. Da muss es auch passen. Ja. Wie viel hast du damals bezahlt? 128. 128, warum so wenig? Also normalerweise jetzt 148, glaube ich, soweit ich es weiß. Und ich habe 128, weil ich echt ganz früh bestellt habe letztendlich. Du hast mir vorhin doch gesagt, da war das erste Event dazu zum Flat war und direkt morgens um 6 hast du bestellt. Richtig, ja. Krank. Das ist einfach krank und da hast du jetzt knapp 2 Jahre gewartet, dass er jetzt hier steht, wa? Ja. Richtig, ja. Wenn wir jetzt das Hinterteil auch ansehen, dann sehen wir erstmal, dass die ganzen Applikationen jetzt schwarz sind, was natürlich einfach dem Fahrzeug gut steht. Eine Sache, die aber jetzt geändert wurde, der Spoiler war früher ein- und ausfahrbar, der ist jetzt steif verbaut. Ja. Woran könnte es liegen? Hä? Na, bei den ersten Modellen war der ebenso und ich vermute mal, wo dann einfach hier als Wasser reingelaufen ist, eventuell und durch Frost hat er sich dann festgesetzt und ich denke mal beim Hochfahren gab es da öfters Probleme, dass er dann gebrochen ist oder irgendwas am Stellrad oder Motor und daher vermute ich mal, dass sie das dann eingestellt haben seit längerem. Das macht auf jeden Fall Sinn. Hier unten haben wir das markante Badge, Blättzeichen, gibt es ja auch das T-Shirt von und hier noch schön den Schriftzug drauf, Tesla in schwarz. Thema Frank, brauchen wir euch keine Wissenschaft erzählen. Das ist ein Riesenteil, da kriegt ihr auf jeden Fall entspannt mal einen Reisekoffer rein. Platztechnisch dürfst du hier eigentlich keine Probleme haben. Du hast ja 2 Kids, wa? Ja. Das sollte eigentlich eine Spielerei sein. Ja, auch super zum Einkaufen letztendlich. Da schmeißt man alles vorne rein, macht Klappe zu und gut ist. Ja. Also Platz am Mass. Ein Punkt ist, viele fragen ja auch manchmal, ob es den als 7-Sitzer gibt. Aktuell nur 6-Sitzer war für den europäischen Markt. So ist der angedacht. Genau, der Blatt ist nur als 6-Sitzer. Genau. Verfügbar. So, und was können wir euch noch zeigen? Ich springe mal direkt hier weiter rüber. Da sehen wir nämlich das Dach. Das Dach hat noch diese Färbung, sobald Feuchtigkeit hier drauf ist. Ihr seht das vielleicht jetzt den Effekt, das ist ein bisschen violett. Normalerweise hat das Model 3 Model Y das gar nicht mehr. Die Model S und Model
X Maschinen, kann man sagen, die haben das noch. So, Felgengröße, ganz normal, könnt ihr entweder 20 Zoll fahren oder 22 Zoll. Und Alex, ich habe dich schon vorhin richtig verstanden, wir machen da ein Monster draus, oder? Da machen wir ein Monster draus. Das richtig. heißt, was bedeutet das? Ihr habt hier eine schöne Abdeckung noch, eine Plastikabdeckung, und wir können mit dem Rad nochmal geschmeidig 3 cm oder 2 bis 3 cm raus. Das muss am Radkasten bündig anstehen. Das ist einfach Pflicht. So haben wir schon ein bisschen das ausgemessen. Und ja, Reifenreber kümmert sich auch schon, dass wir dann im Frühjahr bzw. im Sommer dann schön 22 Zoll drauf fahren und dann bündig sind. Ja. Für alle Model X-Fahrer da draußen, ihr habt an der Vorderachse 265 und hinten 275. Das bedeutet, da müsst ihr darauf achten, wenn ihr euch Winterreifen jetzt bestellen solltet, dass ihr da vorne 65er und hinten 75er bestellt. Ein geiles Feature ist ja bei Model X, wenn ich hier die Tür öffne über einen Knopfdruck, dass sie sich öffnet. Früher war es immer so bei den alten Model X, dass wenn ich hier zuschiebe, dass er dann automatisch zufährt. Das ist nicht mehr. Das hat Tesla geändert, und zwar müsst ihr jetzt hier auf den Knopf drücken und dann schließt die zu. Mit Soft Close natürlich. Und geil ist natürlich, wenn der Fahrer, wie du jetzt Alex, zur Fahrertür kommt, geht der Wagen automatisch auf. So, wie sieht das auf der Fahrerseite aus? Alex, geht mal hin, dann müsste die sich eigentlich automatisch öffnen, tut sie nicht. Und Alex, ich folge dir mal unauffällig, wenn du jetzt zur Fahrertür nämlich gehst, öffnet die sich automatisch. Nee. Es funktioniert auch nicht, das ist jetzt der dritte Anlauf, den wir jetzt hier probieren. Der Grund ist einfach, der Handyempfang harmoniert nicht immer ganz mit dem Fahrzeug. Es gibt, das haben wir von Service Center uns bestätigen lassen, kein Key Fob für die neuen Palladium-Modelle. Das bedeutet, das war der interne Projektname bei Tesla für Model X und Model S Refresh. Und das ist ein bisschen schade. Du hättest gerne einen Key Fob. Ja, auf jeden Fall. Aber die Jungs haben uns leider auch keinen gegeben, weil für das Modell ist das wohl nicht vorgesehen. Wir haben die Tür jetzt manuell aufgemacht, und wenn wir uns den Innenraum mal anschauen, ihr seht, das ist alles jetzt schön Soft Touch, das ist feinste Qualität. Hier haben wir noch so ein Stoffmuster drin. Da hat sich Tesla auf jeden Fall was Schönes ausgedacht. Ich finde gerade die Ausstattung in Weiß immer brutal. Ich bin da ein Fan von. Du hast aber eine Family. Trotzdem sagst du, Weiß nehme ich? Noch nie Probleme gehabt mit. Lässt sich super reinigen, also Ja. ist überhaupt kein Problem. Hattest du schon mal vorher Model X mit weißen Sitzen? Alle waren immer mit weißen Sitze, ja. Und du hattest keine Probleme? Noch nie. Nee. Wahnsinn, Leute. Also diese Vorteile, die wir manchmal haben, das ist echt, es lässt sich sehr leicht reinigen. Es ist perforiert. Hier vorne bei den beiden Vordersitzen haben wir sogar Sitzkühlung. Bei den hinteren ist das nicht dabei, also Sitzbelüftung besser gesagt. Und wenn ich jetzt mal kurz reingehe, sehen wir hier das Yoke-Lenkrad. Und das ist einfach vom Design her eine absolut neue Ära, die Tesla jetzt wieder hier auf den Markt bringt. Und es ist haptisch, keine Knöpfe mehr, kein Gangbarhebel mehr. Das heißt, man muss sich komplett umgewöhnen. Und ihr steuert das im Prinzip ja jetzt, wenn ich auf die Bremse gehe, geht die Tür zu, komplett über den Wahlhebel, den es hier drüben gibt. Jetzt haben wir keine Keycard drin, aber alleine, wenn wir uns den Display jetzt hier mal anschauen, ich zoome mal rein, der ist so schön hochauflösend. Das ist einfach eine absolute Lecke, muss man echt so sagen. Was ein bisschen schade ist, das Klappern hier, das haben die Amis damals schon bemängelt. Echtes Carbon aber, das könnte man vielleicht verbessern. Aber Alex, habe ich schon vorhin drüber gesprochen, den stört das während der Fahrt überhaupt nicht. Und ansonsten Platz ohne Ende. Blick nach hinten, dann seht ihr auch 6-Sitzer, hinten die kleinen Notsitze, und da können dann die Kitties von Alex gut sitzen. Es ist einfach ein riesiges Auto mit einer riesigen Windschutzscheibe, wo alles seinen Platz einfach hat. So Alex, ich bin hinter dir. Wir wollen mal kurz einen Blick reinwerfen, wie es Handschuhfach aussieht. Jawohl. Das kann man auch mit PIN hinterlegen, gerade dass, wenn euer Fahrzeug mal geklaut werden soll, dass nicht der USB-Stick weggeht. Und da seht ihr auch, wie klein das Fach eigentlich ist, oder? Ja, da passen halt, wie gesagt, nur ein paar Handschuhe rein. Das ist krass. Ja. Hätte man vielleicht auch ein bisschen noch größer machen können. Wie ist denn das bei den alten Model X gewesen, weißt du das? Das war auch ungefähr so in der Größe. War gleich, war. Es geht tief, aber ist halt nicht sehr breit. Aber es reicht auf jeden Fall. Diese glänzende Fläche da drüben, Alex, ich muss sagen, es erinnert mich schwer an Displays. Soll aber angeblich laut den Karlsruher Leuten keiner sein. Ja, aber ich könnte wetten, da kommt garantiert irgendwann irgendwas. Meinst du? Ja, aber man sieht einfach auch die Spiegelung, dass es wie ein Display so grün, bläulich, lila schimmert. Ja. Und wenn es nur eine Blende wäre, eine schwarze, wäre es ja richtig schwarz oder weiß oder irgendwas. Und daher vermute ich stark, dass es eventuell mal irgendwas kommen könnte oder eine Ambientebeleuchtung hinten dran. Ich weiß es nicht, aber... Wäre nice auf jeden Fall, wa? Ja. Das darf natürlich nicht fehlen. Ich bin 1,90 Meter, ich setze mich jetzt mal in den vorderen Sitz rein, danach hinten hin. Hier vorne habe ich mir schon alles soweit eingestellt, sitze ich sehr bequem. Ihr seht es auch hier, das ist so meine Einstellung eigentlich, die ich habe. Und jetzt gehe ich mal hinten hin, wie das da aussieht. Ganz entspannter Wink. Gehen wir mal rüber. Und wenn wir jetzt hier sehen, ich habe noch Luft nach oben. Hier
Deckenhöhe ist auch in Ordnung. Also von daher können 2 Leute, die meiner Größe sind, auch entspannt drin sitzen. Und dafür ist es ja auch gemacht. Hinten will ich mich nicht hinsetzen, weil da kann ich euch versprechen, da werde ich nicht reinpassen. Eine Änderung im Vergleich zu den alten Model X-Modellen ist die Türöffnung. Und zwar ist die jetzt auch haptisch mit einem einfachen Druck zu Tätchen. Das heißt, ihr habt da nicht mal einen festen Knopf. So, wir kennen es bereits vom Model 3 und Model Y, das Doppelglas. Das hat jetzt hier auch Einzug gehalten, ihr seht es hier. Und dient einfach nochmal der Geräuschkulisse, dass die reduziert wird. Wir haben jetzt Winterreifen drauf, die waren ein bisschen lauter. Muss man jetzt schon sagen, wo wir auf der Autobahn waren. Die waren schon extrem laut, also normalerweise richtig schön leise. Normalerweise vorhin, wo du abgeholt hast oder vor einem Tag. War richtig schön leise. Das war angenehmer. Nochmal ein kurzer Check, ob wir auch hinten Doppelglas haben. Schauen wir mal rein. Und ihr seht hier auch, das sind 2 Scheiben. Das heißt, Check auch vorne und hinten Doppelglas. Heißes Thema auch gerade bei Model 3 und Y sind die Ultraschallsensoren. Hat aber hier das Model X und das Model S keine Probleme, denn die sind hier noch dabei. Und ich glaube, bei der Fahrzeuggröße ist es auch einfach notwendig. So, eins müssen wir euch natürlich noch zeigen. Die Anhängerkupplung. Schönes Case hier drumherum. In einer blauen Tüte ist sie jetzt drin, die Anhängerkupplung. Ich packe sie mal aus. Hier haben wir den Apparillo. Was ein Teil. Das kommt jetzt hier unten hin. Ich bück mich mal. Unter das Auto müssen wir gucken. Ist keine elektrische ausfahrbar, sondern da müsst ihr noch händisch anschrauben. Jetzt holt Alex mal Schlitz und dann machen wir es auf und dann zeigen wir euch mal die Anhängerkupplung. So, jetzt einfach die Teile an der Seite öffnen und dann müsste die eigentlich gut rausgehen. Ist ein bisschen ähnlich wie beim Model Y hier gelöst. Ja, manche Hersteller haben das elektrisch, da muss nur per Knopfdruck das runter machen. Hier ist es jetzt noch händisch, aber ist ja kein Problem. Und zack ist die Abdeckung schon ab. Und dann sehen wir hier hinter, wenn wir jetzt mal reinscrollen, die Anhängerkupplung. Drüben, das ist für Steckdose. Und hier wollen wir es auch mal reinhängen. Ja. Alex, Maschine. So, wir hängen sie auch mal rein für euch. Zack, schon ist sie eingeschnappt. Und die ist serienmäßig verbaut. Also das ist echt eine coole Sache. Ich weiß ja gerade nicht, wie viele Tonnen ihr ziehen könnt. Aber ich glaube, es sind um die 2,5 Tonnen oder so. Wa? Ja. Müsst ihr noch mal gucken. Die 2,5. Aber so sieht das Ganze aus. Ich gehe noch mal hoch. Dann seht ihr das auch noch mal von der Seite. Und ja, ist einfach, passt zum Fahrzeug. Ich meine, ist ein riesen Koffer, der muss auch ein bisschen was abkönnen zum Ziehen. Von daher sieht das ganz vernünftig aus. Ein Vorteil ist uns noch aufgefallen, das Teil war früher in dem Model X auch Chrom und ist jetzt, ja, so, wie nennt man das, Plastik? Schwarz-matt, ja. Schwarz-matte Abdeckung auf jeden Fall. Passt zur Optik des Fahrzeugs und ist hoffentlich nicht so kratzanfällig. Alex, nochmal von mir von Herzen, bevor ich es nachher vergesse, dass das jetzt hier geklappt hat mit deinem Model X Plaid. Ein Dankeschön. Ich habe dir was mitgebracht und zwar mal 2 Lufterfrischer von mir und die Weihnachtszeit drückt vor der Tür eine Tasse aus meinem E-Fever-Shop. Oh, sehr schön. Da kannst du mal schön entspannt deinen Kaffee genießen. Wirklich, wirklich Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum nächsten Schritt über und testen das Yoke-Lenkrad und im gleichen Atemzug werden dann ein paar Dinge auffallen, die auch mit der Tür zusammenhängen. Das heißt, ich wünsche euch viel Spaß, beziehungsweise wir. Und ja, es war hoch und tief, Beschleunigung mega. Tür, die Falcon Wings, war dann wieder ein bisschen deprimierend. Alles in allem, aber ein tolles Fahrzeug war. Und in diesem Sinne, Leute, viel Spaß jetzt weiter. Kommen wir zu einem entscheidenden Feature, war Alex, nämlich das Yoke-Lenkrad. Ihr habt hier drüben eine Kamera, die euch im Prinzip ein schönes Bild zeigt, wie der Alex jetzt lenken wird. Und ich bin sehr gespannt, wie du damit hier zurechtkommst. Du bist ja noch nicht so viel gefahren, war? Nein, 150 Kilometer ungefähr, ja. Und das wird jetzt absolute Premiere, Kameras laufen. Ich bin sehr gespannt, Leute, oder? Mal los? Ja, los geht's. So, jetzt macht die Flügeltür Probleme. Okay, jetzt macht die Flügeltür ein paar Probleme. Oh Leute, wir müssen kurz unterbrechen. Flügeltüren machen Probleme. Hinten rechts. Kurzer Abbruch. Mal gucken, was ist das Problem? Geht nicht zu, oder Der was? schließt nicht richtig, ja. Okay. Mal kurz hier zumachen. Ja. So, mal gucken. Irgendwie scheint die Falcon Door nicht ganz so zu schließen. Da ist ein Spalt, ja. Ich sehe es. Deswegen der Dichtgummi vielleicht. Alex kennt sich aus auf jeden Fall mit Model X. Der weiß, wo die Problemstellen sind. Das ist schon mal ein riesen Vorteil auf jeden Fall. Aber ist klar, jetzt blöd, wenn wir jetzt durchladen wollen. Die habe ich gestern alle noch geschmiert, dass sie weich sind eigentlich. Aber wahrscheinlich muss man nur das Schloss ein bisschen weiter rein oder rausfahren. Ja. Oder einstellen, da oben. Aber ja, da möchte ich halt nichts.
einstellen. Ja, genau. Also Leute, ihr seht hier, die Tür zieht sich nicht rein. Das ist das Problem. Ja, bisschen ärgerlich jetzt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt fahren können, aber ich denke schon. Aber es ist schon schade. Ihr seht es ja, wenn Alex drückt, so müsste es eigentlich sein. Ja. Na, das müsste weiter drin sein, so ungefähr. Zeig mal. So müsste die eigentlich drin sein, wa? Und wenn du jetzt loslässt, ja, das ist zu weit draußen, das ist viel zu weit draußen. Wir haben das Problem gefunden und zwar war hier ein Clip nicht richtig drin. Alex schaut jetzt mal, dass wir den vielleicht einsetzen können. Da ist der abgebrochen. Nee, der ist nicht richtig drin. Der ist nicht richtig drin, hä? Wenn wir den jetzt richtig reinkriegen können, dann die Verkleidung stößt nämlich unten dran an den Sitz und dadurch geht die nicht unten zu. So, Alex greift jetzt an, weil es wäre einfach scheiße, wenn wir jetzt fahren wollen und der piept die ganze Zeit, dass die Türen offen ist. Das ist ärgerlich, deswegen ich bin mal gespannt, was Alex jetzt macht. Ah, der hier war krumm. Der ist krumm? Normalerweise gehört er gerade hier rein. Ja. Und der ist aber krumm, sprich, der war nicht oh, richtig ja, ich seh's. eingesetzt. Ne? Ja. So, wir haben jetzt den mittleren Clip entfernt, der so schief war, und haben den hier vorne, den blauen, den ihr jetzt seht, mit der weißen Randung, noch mal ein bisschen aufgemacht, dass der wieder besser greift. Und wir hoffen jetzt, dass die Verkleidung jetzt einfach mehr oder tiefer da reingeht. Nee, ist immer noch die Öffnung offen. Das heißt, die Verkleidung zieht sich noch nicht nah genug ran. Wir ziehen es jetzt einfach so zu und hoffen, dass es klappt. In diesem Sinne müssen wir wohl da noch mal Tesla aussuchen. So Leute, zweiter Versuch. Er sagt uns jetzt hier auch als Info, dass wir im Prinzip die Tür schließen sollen, aber sie ist ja zu. Nur nicht richtig, das ist das Problem. Falkenwing-Tor offen, ihr seht es da glaube ich auch. Hoffentlich piept der jetzt nicht die ganze Zeit. Hä? Ich denke, das werden wir machen. Ah, scheiße Leute, das tut uns jetzt ein bisschen leid, aber auch für dich Alex, es sollte nicht sein bei der Preiskategorie, dass wir da jetzt so rummachen. Deswegen piept es jetzt während der Fahrt, ich hoffe es stört euch nicht, müssen wir jetzt durch. Und Alex, da wirst du am Montag mal zu Tesla wieder fahren müssen, ne? Ich denke, ja. Ja, ihr seht gleich auch ein bisschen die Straße so und dann gucken wir jetzt trotzdem mal ein bisschen auf die, ja, wie du mit Lenkrad machst. Vielleicht mache ich jetzt Musik rein und wir lassen einfach mal laufen und reden zwischendurch, okay? Das klappt ganz gut. Klappt ganz gut, wa? Du fährst hier auch sozusagen einhändig. Ja. Und wenn du mal versuchst, in der Kurve zu blinken, das wäre mal interessant zu sehen. Und jetzt versuch mal zu blinken, das ist nicht das Problem. Ja. Bist jetzt erstmal am Gucken, aber ja, das muss man sich, glaube ich, auch dran gewöhnen. Nächste harte Kurve, jetzt hast du vorher geblinkt, genau. So. Aber das klappt doch eigentlich ganz gut. Ich hätte jetzt gedacht, das ist schwieriger. Es ist eine Umgewöhnung und ich habe einen Tipp für euch. Wenn ihr sagt, ihr wollt lieber das runde Lenkrad haben, ist das kein Problem, weil ich weiß von Hansshow. Hansshow bietet bereits schon das runde Lenkrad an für die Blättmodelle S und X. Das bedeutet, falls ihr wirklich sagt, hier Yogi oder das Yoke-Lenkrad ist nichts für mich, könnt ihr dann umswitchen einfach zu ein rundes Lenkrad, das ist überhaupt kein Problem. Aber innovativ oder auch so vom Design, von der Haptik ist schon cool, oder? Was so, sagst du? Jetzt fahren wir mal an die andere Seite raus. Das wäre Ja. dann hier rechts raus, aber da können wir natürlich nicht rausfahren. Aber Ja. es wird auch funktionieren. Ne? Das würde auch gehen. Also es ist echt einfach nur Gewöhnungssache letztendlich. Man muss sich an alles gewöhnen und dann funktioniert es. Also bis jetzt hatte ich noch keine gefährliche Situation oder irgendwas. Ja. Auch nicht beim Rein- oder Rausfahren. Das passt eigentlich ganz gut. Aber wie gesagt, man muss sich halt dran gewöhnen. Aber alles Neue ist erstmal gewöhnungsbedürftig. 12 Sekunden später. Jetzt kommen wir zu einer Thematik, die wir auch noch nicht ganz genau wissen, ob wir jetzt AC mit 11 kW laden können, mit 22 kW oder mit 16,5 kW. Die alten Model S zum Beispiel konnten mit 16,5 laden, war Alex? Ja. Und jetzt schauen wir mal, was hier verbaut ist. Ich vermute ganz stark, dass wir nur mit 11 kW laden können. Wäre bei einer Akkugröße von 100 Kilowattstunden natürlich toll, wenn wir hier 22 kW reinprügeln können. Dann wäre der Wagen auch deutlich schneller voll. Ja, müssen wir jetzt mal gucken, was rauskommt. Also wirklich der absolute Test, 1 bis 3-phasig, bis 22 kW geht diese Säule hier. Wir sind ja am Laden, haben uns aber gerade schon selber ein bisschen gewundert, war Alex. Hier drinnen zeigt er uns jetzt nämlich an 11 kW, seht ihr hier drüben. Und hier drinnen steht aber 0 kW. Ich weiß nicht, ob das einfach ein Fehler im System ist, weil wenn er mal hier reinschaut, 0 kW Laderate. Aber hier am Handy seht ihr eindeutig 11 kW. Und das ist auch der Wert im Prinzip fürs Model X, was laden kann AC. Bisschen enttäuschend, oder? Was hättest du erwartet? 16,5 hätte ich schon gewünscht. 16,5 hättest du gewünscht, wa? Ja. 16 Ampere, ja. Schade, wa? Ja, aber gut, besser wie 7,5. Ja, das stimmt. Wir haben uns jetzt noch mal hier am Ladeport im Prinzip der Heckklappe gewidmet und wir sehen das hier. Was ist das denn bitte? Jetzt wäre ich auch langsam hier wild. Was soll das denn? Also Alex, das geht nicht, oder? Ja. Was ist das?
Ist das rausgesprungen oder so? Ja, gestern beim Schließen hat mir meine Frau gesagt, irgendwas hat geknackt, aber ich habe nichts gesehen gehabt. Ja. Aber jetzt weiß ich, glaube ich, Jetzt weißt du, was rausgekommen ist. Vielleicht liegt es da dran, dass er nicht richtig runterkommt. Ja. Ach, Leute, Mann. Da oben ist Ist eingerissen? Ja. Oh, Leute, das wird nichts. So, jetzt ist es wieder drin, aber ihr seht jetzt, dass da oben ist natürlich voll abgebrochen. Das müssen wir auf jeden Fall bei Tesla noch mal in Betracht ziehen, dass wir da eine Lösung finden. Ja. So, jetzt gleiches Problem wieder. Wir haben die Tür gerade geschlossen, es zieht es wieder raus. Das kann doch nicht sein. Woran liegt das? Das zieht komplett wieder raus, die Verkleidung. Alex. Nervt nur noch, ey. Kriegst einen dicken Hals, ja? Auf der anderen Seite ist hier auch ein Spalt, aber irgendwie scheint diese Verkleidung nicht zu stimmen. Weil dieses Gummibändchen da klappt ja aus, wenn das Falcon reingeht und zieht es dann komplett raus. Ist dann rumgeschraubt. Wir haben jetzt hier uns das nochmal angeguckt, das Schloss von der Falcon Wing. Und ihr seht, das ist auch ein bisschen blank gedreht. Also irgendwas muss da schon mal Hand angelegt haben. Seht ihr das da drüben, wie es abgedreht ist? Alex, ich verstehe jetzt gerade deine Meinung. Wir haben gerade drüber gesprochen, du hast auch ein Angebot vorliegen von Mercedes, EQS war. Ja, richtig, ja. Und du bist eigentlich ein überzeugter Tesla-Fahrer. Ja, eigentlich schon, richtig, ja. Wenn ich dich auch so höre, du hast 2, 3 Tesla, 4 Teslas schon gefahren, selber bist eigentlich überzeugt, aber irgendwie zur Zeit... Ja, im Moment gefällt mir das nicht, was einfach Tesla mit den Leuten abzieht. Ne? Weil ich war schon damals dabei mit den 30.000 Verlust letztendlich von heute auf morgen über die Nacht. Beim Model X war? Genau, ja, beim Model X. Ja. Ja. Und das fand ich halt auch eine recht krasse Aktion von Tesla, letztendlich einfach mal kurz 30.000 den Leuten zu nehmen von ihrem, ja, die haben den ja auch teuer erworben letztendlich, ne? Von heute auf morgen 30.000 Verluste. Ich denke, das hat nicht jedem gefallen und nicht jeder kann das so gut wegschicken wie Geschäftsleute letztendlich. Ne? Denen ist es wahrscheinlich mehr oder weniger egal. Ja? Aber wenn man da ich bin 15 Jahre lang Smart gefahren, um da einfach so einen Traum zu erfüllen letztendlich. Ja, ne? ja. Und dann wird man so enttäuscht, das finde ich halt schon schade. Ne? Ja, das stimmt. Und jetzt gerade mit 10.000 Kilometern war, das stößt auch manche vor den Kopf. Ja, richtig. Von heute auf morgen kriegen andere 10.000 Kilometer frei, Supercharger, Meilen oder Kilometer letztendlich. Und andere, die vielleicht ein bisschen später bestellt haben, die gehen leer aus. Das ist einfach, also ich finde es persönlich nicht in Ordnung letztendlich. Ja gut, schade. Wie gesagt, ich bin echt von Tesla überzeugt, eigentlich vom Auto und alles letztendlich. Ja. Aber was hier jetzt gerade mit der Falcon Door abgeht, es tut mir auch leid, dass ich das jetzt so sagen muss. Ja. Ich will da auch niemand bashen oder verärgern, aber persönlich ärgert mich das schon. Jetzt geht die Tür nicht richtig zu, man kann nicht richtig mitfahren, weil dauernd Gepiepse da ist und man probiert überall das Zeug zu machen, überall ist irgendwas kaputt. Oben an der Verkleidung letztendlich, das ist halt schade letztendlich. Weil letztendlich der, wo dann so ein Auto kauft, der hat dann wieder die Rennerei. Klar, kann man mitfahren und alles mit dem Gepiepse letztendlich, aber man hat trotzdem die Rennerei dann wieder ins Service Center, weiß nicht, wann die Teile kommen, man weiß nicht, wie lange man das Auto dann oder bis man es wieder kriegt letztendlich. Ne? Ja, ist schade. Ja. So Leute, wir sind jetzt bei Alex wieder zu Hause, weil, ich zeige euch mal am Display, was wir jetzt vorhaben. Wir wollen natürlich auch mal auf die Autobahn. Das heißt, wir nehmen jetzt die Motus Drag Strip und der heizt ja schon mal alle Komponenten vor, um maximale Leistung abzurufen. Das Problem ist, was uns aber eingefallen ist, wenn wir jetzt mit dieser Tür fahren, kann es ja passieren, dadurch, dass der Spalt hier ist, dass Luft hier reinzieht und die Tür möglicherweise sogar noch aufreißt. Deswegen, Alex eskaliert jetzt richtig und wir machen jetzt komplette Verkleidung hier ab, dass er wenigstens einigermaßen gut schließt und dass wir da kein Problem haben, das was sicherheitstechnisch passieren könnte. Irgendwann später. Ach, wir haben es, Leute. Sie ist jetzt zu. Sie ist jetzt zu und zwar, jetzt muss ich kurz zum Alex gehen. Alex hat jetzt mit seinem vollen Körpergewicht die Falcon Door runtergedrückt, war. Woran liegt's? Ja, es schließt halt nicht richtig. Man muss hier runterdrücken dann und unten gleichzeitig randrücken und dann hat es jetzt eingerastet. Aha, könnte es sein? War das die Tür, die von der Auslieferung ein bisschen schief war? Ich weiß nicht. Müssen wir noch mal gucken, wa? Eine Tür war nicht weiter unten, aber hier scheint sie nicht richtig runterzuziehen. Deswegen kommt unten der Druckpunkt nicht zustande und wir haben es. Die andere Seite ist perfekt, aber die Tür macht echt Probleme. Wir haben sie jetzt zubekommen, wir lassen es jetzt auch zu. Wir fahren jetzt auf die Autobahn drauf. Ich habe die Kamera hier laufen von Tracky, das heißt, wir haben ein GPS-Tool. Muss ich aufpassen, dass es gleich nicht wegfliegt bei dem Anzug. Und ja, das macht halt ein bisschen Akustik immer. Lasst euch davon nicht stören. Und ich bin sehr gespannt. Ihr seht hier die Parameter auch. Ist alles gut. Straße ist, wie gesagt, es ist kalt, muss man fairerweise sagen. Wir gucken mal, wie der Verkehr ist.
Aber so erstmal, dass wir Bescheid wissen. Ich sage euch, wie es ist. Ich habe noch nicht den Punch gespürt. Das ist jetzt für mich auch das allererste Mal in den USA. Da hat das nicht geklappt mit Fahren. Da war ich nur in den Kisten drinne. Aber jetzt hier mal das wirklich auch zu spüren, das muss atemberaubend sein. Echt heftig. Ein bisschen Luft haben, dann sollte das eigentlich schaffen. 100 auf 200 meinst du? Da muss er unter 100 kommen. Ja, bleibst du mal ab. Ja, okay. Wir starten mit 100 auf 200, Leute. Es geht los. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh! Alter! Das ist ja brutal. Das war knapp. Oh mein Gott! Was ist das bitte? Mein Gesicht nicht mehr gespürt. Oh mein Gott, Leute! Au, jetzt kommt wie so ein Nachdruck. Merkst du das auch in deinem Kopf? Heilige Scheiße, Leute! Dann zieht sie die Augenfalten nach hinten. Oh, was war das? Okay, wir machen jetzt noch mal einen zweiten Versuch, wenn der rüberfährt. Wir sind jetzt bei 93 GPS und let's rumble. Oh, 100. oh my goodness. 184, 94, 210, 20. Oh mein Gott. Das war valide. Das war valide. 100, 200, 5,76 Sekunden. Leute, Alter, Alex. 5, oh, ich hab Gänsehaut. Ich habe jetzt richtig Gänsehaut hier. Das ist krank. Ich sehe es hier am Display. 5,76 Sekunden. Auf GPS. Wow. Oh. Wow. Wow. Leck mich am Arsch, Leute. Kranker Scheiß. Heftig. Der Audi ist weg. Ich sehe hinten keinen mehr. Alex, Alter. Es ist Hammer. Nein. Jetzt noch mal einen Lauf mal. Wir machen gleich noch einen Lauf. Wir kicken noch mal 100, 200. 100. Oh! Boost! 92, 200! Oh, 5,44! Wir haben es unter Boden! 5,44 Sekunden, Leute! Leck mich am Arsch, wir konnten noch mal eine Schippe drauflegen. Oh, Leute, ich krieg Angst. Ich habe einen ganz sanften Magen. Also das ist echt Performance hoch 10. GPS läuft hier drüben. Die Scheiben laufen gerade an, weil ich so dehydriere oder wie das heißt. Wow, Alex krank. Alex krank. Hast du sowas schon mal erlebt? Nee. Legend, oder? Du hast G63 gefahren. Du hast GE63 gefahren. Nichts, oder? Kein Vergleich. GLE, Kopie 63 AMGS, also. Wow. Meine Ohren tun gerade weh. Alter. Kein Vergleich. Kein Vergleich. 5,4. Ich hoffe, ihr seht es hier in dem Video. Und das bei 100 ist ja Hammer. Wir haben Winterreifen drauf. Wir haben hier minus 6 Grad, minus 4 Grad aktuell. Oh, mein Ohr. Sheesh. Und wir drücken rein 170, 80, 90, 200. Oh mein Gott, 40. Oh, jetzt sind wir schon wieder bei 240 gewesen. Zu krank einfach, zu krank. Das ist nicht mehr normal. Das ist absolut nicht mehr normal hier. Wir sind jetzt bei 190, kicken noch mal rein. 200, 20, 30, 50, valider Wert, Leute. 200 bis 250 in 4,76 Sekunden. Nein, nein. Wow. Nochmal 160, 90. Vorne ist einer, vielleicht fährt er rein. Boah. Ich kann nicht mehr. Wie fühlt sich's an? Ist brutal. Ist brutal. Ja. Hast ein gutes, sicheres Gefühl? Ja. Trotz Winterreifen? Ja. Wirklich. Wirklich, wa? Der fährt echt stabil und echt sicher. Also echt brutal. Meine Güte. Meine Güte. Wow. Wir haben jetzt eine Messung 100, 200, 5,76 Sekunden. Wir haben 100, 200 zweiter Lauf, 5,44 Sekunden. Ich würde sagen, unter optimalen Bedingungen schaffen wir unter 5 Sekunden. Würde ich jetzt einfach in den Raum werfen. Ich aus der Karre raus mit meinen 150 Kilo. Dann haben wir nochmal einen Wert 200 bis 250 in 4,76 Sekunden.
Das ist genau das, was ich meinte. Obenrum hatten wir immer Probleme bei Tesla. Da kam es nicht. Ab 120, 130 war Kindergeburtstag. Aber jetzt sind wir auch im oberen Drehmoment, im oberen Bereich sind wir mal unterwegs. Und jetzt ist einfach der Punkt erreicht, wo ein Verbrenner nichts mehr zu melden hat. Das kann ich echt mal jetzt so in den Raum werfen. Wie viel Prozent haben wir jetzt SOC? Wir sind Stand mit 79? 64%. Das heißt, man merkt schon, solche Punchlines, die hauen schon rein auf den Akku, muss man fairerweise sagen. Aber das wäre beim Verbrenner ja nicht anders, wa? So, wir fahren jetzt nochmal auf die Autobahn drauf mit 34 km/h. Und jetzt testen wir nochmal den unteren Bereich, also 0 auf 100. Wir haben nicht ganz optimale Bedingungen, Winterreifen und so weiter. Ihr wisst, die Straße ist auch nicht ganz trocken, das seht ihr hier jetzt auch. Aber hier hat man eine schöne lange Beschleunigungsgerade und die kann man auch optimal nutzen. Aber ich sehe das schon, ich glaube, der wird jetzt richtig quirlen. So, wir fahren jetzt mal runter bis 0. Ich fahre jetzt los. Okay. 60. 100. Boah, 100! Jetzt muss ich selber orientieren. 3,77 Sekunden bei, ja, ihr habt es gerade selber gesehen, aber ihr hört wie Sau, oder? Aber es war nass, wie gesagt, man merkt, wie er dreht. Wir haben richtig gemerkt, wie er Quarter mile. in den Boden reingeht. Das ist der absolute Hammer. Absolute Wahnsinn, ey. Gott, das ist krank. Ich habe höchsten Respekt davor. Das ist Endlevel hier. Wirklich krank. Mir schützt gerade schon die Hände. Also wie gesagt, der ganze Ärger mit den Flügeltüren, das geht so gerade mal weg. Ja. Also ich bin jetzt auch noch nicht voll ausgefahren, wie wir es jetzt gerade eben gemacht haben letztendlich. Ich habe ihn jetzt seit 2 Tagen, ich habe ihn noch nie voll 100. ausgeschöpft. Aber ja, das mit den Flügeltüren, das ist jetzt echt gerade im Hintergrund. Und ich denke, Tesla wird es auch gefixt kriegen, gar keine Tesla wird das Frage. geklärt kriegen. Klar, die haben Auslieferungsdruck gehabt und alles, da kann nicht alles perfekt laufen. Und ich denke, Tesla wird eine Lösung finden und das ist echt ein Top-Auto, wirklich. Ja, absolut. Also ich denke auch, das ist immer das Ding, sage ich auch zu vielen Leuten. Am Anfang habt ihr vielleicht Probleme mit dem Fahrzeug. Dann dauert es vielleicht 1, 2 Servicetermine. Ich meine, bei Stars habe ich es aussehen bei Model 3. Da war hinten der Lackabplatzer von Anstoßen oben am Kofferraumdeckel. Ja, das passiert, das wird gefixt und danach habt ihr Ruhe. Oh, das ist ja oft so, du weißt es besser als ich. Genau. Danach ist eigentlich Fahrfreude pur. Das muss man eigentlich so sagen. Ja. Und dann genießt man das Auto und man hat einfach nur Spaß. Das ist ganz klar, dass man am Anfang enttäuscht ist, erstmal bei solchen Fehlern wie jetzt mit der Flügeltür und der Verkleidung letztendlich. Aber wie gesagt, wenn die das dann gefixt haben, dann ist das Auto echt perfekt und lasst euch da die Freude nicht nehmen. Das wird alles gut. Und dann hat man ein super Auto letztendlich. Ja. Absolut Wahnsinn, ja. Leute, in diesem Sinne, Alex, nochmal vielen, vielen Dank von Herzen. Sehr gerne. Dass das alles hier möglich ist und es ist ein Monster auf den Straßen, was jetzt auf den deutschen Autobahnen hier rumcruist. Da seid auf jeden Fall gewarnt und ich fühle es einfach, Leute. Vielen, vielen Dank, Alex, Dankeschön an dich auch. Und in diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Es werden noch einige Plates-Videos auf jeden Fall kommen oder Blend-Videos und wir sehen uns. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.